Herzlich willkommen in der RC-Werkstatt. Eigentlich sollte jetzt auf diesem Video hier ein neues folgen, die Fortsetzung davon. Allerdings hat es den Wagen vorher zerlegt, und zwar, wie ihr schon seht, am Diff. Ich habe den jetzt original nochmal aufgebaut. Ich zeige euch erstmal das Diff, ja, wie es aussieht. Dazu wohl bemerkt, nachdem ich das bemerkt habe, bin ich den weitergefahren und deswegen ist es überhaupt so ausgeartet. Also ich denke mal, ja, so schlimm würde es in der Regel nicht werden. Ja, das ist alles, was von den Differential übrig geblieben ist. Die Sonnenräder, naja, die sind stark beschädigt, aber sie sind nicht ganz auseinandergefallen. So wie die Satellitenräder, da ist nur noch einer übrig und das sind die anderen. Ja, die Schimmscheiben, die sind auch erledigt. Das Diff-Case, das ist auch sehr stark beschädigt. Das ist durch, also das werde ich nicht nochmal benutzen. Na, komm schon, stell scharf. So, da kann man das, glaube ich, ja, das kann man recht gut sehen. Da an den Stellen, wo die Satellitenräder drin laufen, da besonders, das ist ja richtig beschädigt. Also ist eigentlich nur noch diese eine Flanke hier übrig, die noch sauber aussieht, aber das hier, das wird auf jeden Fall ja nicht mehr funktionieren. Ja, wie wir gesehen haben, die Satellitenräder sind total auseinandergefallen, aber wie schon bereits gesagt, ja, ich bin den weitergefahren und damit habe ich dann halt alles zerstört, das Diff-Case inklusive. Und jetzt habe ich mir halt den Satz einmal neu bestellt, einmal das Diff-Case und einmal die Innereien, die Sonnen- und die Satellitenräder. Jetzt habe ich den Original zusammengebaut und ja, ich muss sagen, das läuft gar nicht mal so gut. Wo er neu war, habe ich den einfach nur geöffnet, eben Silikonöl rein, da nur Fett drin ist, und bin den halt gefahren. Ich habe das gar nicht erst überprüft. Ich bin davon ausgegangen, dass das alles okay ist, aber ja, es könnte auf jeden Fall besser laufen. Also man spürt hier so ein Haken, so ein leichtes Haken. Also das fühlt sich auf jeden Fall an, dass die ein bisschen zu stramm laufen. Ja, deswegen habe ich mir ein bisschen was besorgt. Und zwar für die Sonnenräder die Schimmscheiben und für die Satellitenräder die Schimmscheiben. Ich zerlege das mal und dann zeige ich euch warum. Ja, so zum ersten, ja, die Sonnenräder. Ja, die können schon nix. Also das hatte ich schon beim Zerlegen. Die sehen wirklich nicht gerade qualitativ gut aus. Das ist irgend so ein Gusszeug. Es ist auch nicht wirklich magnetisch. Also das ist kein Eisen. Ja, also davon mal abgesehen, die Schimmung gefällt mir auch nicht. Die Schimmscheiben, das sind von Husqvarna. Ja, ich habe mal ein bisschen im Netz gesucht und habe die hier gefunden. Da die hier, ja, meiner Meinung nach ein bisschen zu klein sind. Also ich werde diese Lücken hier mit Fett auffüllen und dann bekommen die Schimmscheiben, die schließen das komplett ab. Damit habe ich hier eine minimale Reibung. Ein bisschen durch das Fett habe ich hier schon mal eine gute, ja, Reibung. Die werden wahrscheinlich wohl dann hier festkleben. Das ist aber nicht so schlimm. Hauptsache, hier haben die so wenig Reibung wie möglich. Die Sperrung wird durch das Silikonöl gewährleistet und von daher, ja, alles gut. Ja, hier finde ich auch, dass die ein bisschen klein geraten sind, die Schimmscheiben. Umso kleiner, umso mehr Druck an den Laufflächen. Also jetzt hier im Diff. Und ja, durch die Drehung und so, durch die Reibung erzeugt das halt Hitze und dann leidet natürlich das Diff-Case darunter.
deswegen habe ich mir hier, ich habe leider keine größeren gefunden. Ich hätte auch gerne wie bei den Sonnenrädern, dass es komplett abschließt. Aber die sind um einiges größer. Und das ist schon mal wesentlich besser, finde ich. So, ich habe jetzt hier 0,1, das sind 0,15 und ja, ich habe das gerade schon ausprobiert, das funktioniert super. Das ist auf jeden Fall ein besseres Gefühl wie mit den Original. So, ich baue das jetzt einmal kurz auf mit den neuen Schimmscheiben und dann ja, sage ich euch noch so ein paar Sachen, die meiner Meinung nach wichtig sind. Ja, der erste Tipp ist auf jeden Fall alles gut fetten. Und zwar die Stellen, die halt ungelagert laufen. Aber hier ist das halt ungelagert. Und hier sollte man auf jeden Fall Fett reintun, damit das hier schön geschmeidig läuft. Und auch hier an den Dichtungsring, bevor man den reinmacht. Ja, bevor man den reinmacht, sollte man hier gut einschmieren. Das Fett dichtet als erstes schon mal ein bisschen ab und der Dichtungsring, ja, wird nicht warm laufen beziehungsweise nicht trocken laufen. So, die neue große Scheibe. Ja, jetzt fülle ich hier diese Hohlräume mit Fett auf. Wie gesagt, damit das da halt nochmal gut gleitet. Und zum anderen, wenn hier schon mal was ist, dann ist da keine Luft später. Wenn später dann die Luft raus ist, dann verändert sich natürlich auch der Füllstand. Die Gärung ist dann halt nicht so, wie wir uns das gedacht haben, mit dem entsprechenden Silikonöl. So, hier können wir uns ja das Fett eigentlich sparen. Das bringt ja eh nichts. Ja, wenn ihr das vorab testet, immer ohne Silikonöl. Am besten noch ein bisschen Fett mit rein tun. Zum Testen, ob das glatt läuft. Wirklich nur so ein bisschen. Das Fett, das lasse ich auch drin. Ja, das verringert halt unsere Sperrung ein bisschen. Das vermischt sich mit dem Silikonöl. Ja, damit haben wir noch mal ein bisschen Schmierung. So, den noch schmieren und dann können wir testen. Auf der Seite natürlich auch wieder hier mit Fett füllen. Das habe ich schon mit den Armadiffs gemacht. Da funktioniert das auch ganz gut und Schaden tut es auf jeden Fall nicht. Da die Schimmscheibe jetzt das komplette Sonnenrad bedeckt, wird das, denke ich, auch eine Zeit lang drin bleiben und sich nicht gleich mit dem Silikonöl vermischen. So, hier noch ein bisschen Fett drauf. Ja, jetzt einmal zusammenbauen und ja, mit dem Fett können wir dann auf jeden Fall, haben wir ein besseres Gefühl, wie wenn wir da direkt Silikonöl reintun, was schon ein bisschen gesperrt ist und dann ist das Gefühl halt nicht so, ja, nicht so hundertprozentig. Mit dem Fett läuft das natürlich geschmeidiger und zum Testen ist das auf jeden Fall besser. Einmal zusammenschrauben, ich mache eben nur 2 Schrauben rein, da ich den eh wieder auseinander nehme. Ja, so zum Testen, so drehen, dann fühlt sich das natürlich leicht an. Am besten immer so drehen, dann spürt man auf jeden Fall, ob da jetzt ein Widerstand ist oder nicht. Und auch mal gucken beim Drücken, drehen, beim Ziehen, drehen. Wenn ihr hier Spiel habt, würde ich das auf jeden Fall austesten. Beim Drücken, ob das jetzt schwergängiger wird oder nicht. Und dementsprechend dann hier halt auch nochmal Schimmscheiben drunter machen. Und, damit kann man das Spiel dann auch ausgleichen. Und dann hat man halt immer einen gleichen Maß an Spiel da drin. Beim Lander zum Beispiel, wenn sich die Querlenker verbiegen und die Antriebswellen drücken da rein,
dann drückt das natürlich auch hier mit rein und ja, dann könnte da schon ein kleiner Schaden entstehen, beziehungsweise ein größerer Verschleiß. Wenn das Spiel zu gering ist, dann spürt man auf jeden Fall immer so ein hakendes Moment, so ein Widerstand. Sollte schon ohne Widerstand locker zu drehen sein. So, das ja, ist nicht hundertprozentig, das gefällt mir nicht hundertprozentig, aber das ist schon besser wie mit den Originalringen, finde ich hier, den Original-Schimmscheiben. Ich werde das auf jeden Fall jetzt erstmal so testen. Ja, wir werden sehen, ob das so halt ein bisschen länger hält oder nicht. Wenn ihr da Silikonöl reinfüllt, auf jeden Fall stehen lassen. Umso dicker das Silikonöl, umso länger müsst ihr das stehen lassen, damit das schön blasenfrei sich da absenkt, die Blasen hochkommen. Jetzt hätte ich fast den hier vergessen. Dann bringt das Füllen nichts, wenn es unten wieder rausläuft. So, stehen lassen, nochmal gucken, nochmal nachfüllen. So, wir lassen das einmal absacken, die Blasen hochkommen und dann schauen wir nach, wie viel wir noch nachfüllen müssen. Und dann gucken wir, welchen Stand wir brauchen, um das Ganze zusammenzubauen. So, nach einer Zeit ist das jetzt ein bisschen abgesackt, allerdings hier hinter ist noch nichts. Deswegen ziehe ich die jetzt erstmal so ein Stück vor, dass dahinter noch was reinlaufen kann. Öl hat sich abgesenkt und ja, es sollte so ein bisschen kurz über den Satellitenrädern stehen, dann sollte das eigentlich passen. Falls ihr euch nicht sicher seid, könnt ihr natürlich auch den hier so da reinlegen und dann, wenn der eingesickert ist, dann seht ihr eigentlich schon, ob sich das jetzt genau gefüllt hat. Und dann sollte das Silikonöl so bis zum Rand stehen. Wenn das so ein bisschen übersteht, wie jetzt, ist das auch nicht schlimm. Dann eben kurz gucken, wie rum. So, hierbei aufpassen, die Löcher sollten nicht mit dem Silikonöl volllaufen. Am besten mit so einem kleinen Schraubendreher eben kurz den restlichen Zeugs da raus. Dann die Schrauben rein, festziehen, schön über Kreuz. Und ja, wenn dann noch ein bisschen was an der Seite überquillt, ist das halb so schlimm. Dann seid ihr auf jeden Fall sicher, dass da genug drin ist. Ja, so jetzt über Kreuz festziehen. Und wie wir sehen, quillt das hier schon über. Also ist auf jeden Fall genug drin. Das restliche eben weggewischt und fertig sind wir auch schon. Ja, hier unten hat es auch ein bisschen rausgedrückt. Sperrung ist gut. Ja, einbauen und testen. Ja, ich werde euch auf jeden Fall auf den Laufenden halten, ob es besser wird oder nicht. Wobei mal schauen, wie lange er noch fit ist. Denn er soll auf jeden Fall zerlegt werden, da ich noch ein anderes Projekt mit dem vorhabe. Naja, wir schauen mal. Ja, das war's dann von diesem Video von mir aus. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns dann mit dem nächsten Video wieder. Bis demnächst in der RC-Werkstatt.